Guten Morgen zu einem neuen Vlog. Wir sind noch in der alten Villa. Heute ziehen wir um, aber zuvor fahren wir heute noch nach Ubud und wir checken heute in dieser Villa erst um ca. 17 Uhr aus und fahren dann in unsere neue Villa. Spontanität hier in Bali ist möglich, denn wir haben erst gestern Abend tatsächlich einen Fahrer gebucht. Normalerweise wollten wir mit Grab hinfahren, aber wir haben uns gedacht, okay, wir wollen noch in ein Dorf fahren und kombinieren das Ganze mit so einem ganzen Tour und haben dann gedacht, okay, lass mal noch einen Fahrer anfragen, den wir kennengelernt haben und mit dem wir auch gleich in ein Village fahren, wo Tradition an erster Stelle steht, und dann fahren wir nach Ubud und fahren dann wieder zurück hier in die Villa, packen Sachen und ziehen dann um. Wir sind hier unterwegs und machen coole Fotos. Das hier ist ein Traditionsdorf. Also wirklich links und rechts sind halt so kleine Wohnungen, wo die auch so kleine Shops zum Beispiel haben, wie hier. Es ist wirklich so, dass jedes Haus einen eigenen Shop hat, um natürlich Dinge zu verkaufen. Das ist eines der ältesten Dörfer hier und das erste mit den Bambus. Ja, das ist die Bambus-Deko. Nennen wir das mal. Machen wir richtig coole Fotos. Wie ihr wisst, wurden wir natürlich von Canon ausgestattet und wir haben aktuell gerade die R6 Kamera mit dem 24-105 Objektiv drauf. Wir zeigen euch ein paar Bilder, was für krasse Bilder diese Kamera macht. Wir gehen jetzt einmal hier hoch zum Tempel. Hier werden anscheinend auch viele Fotos gemacht. So ihr Lieben, wir sind jetzt durch. Wir haben richtig coole Aufnahmen machen können. Wir fahren jetzt weiter nach Ubud, werden dort ein paar Aufnahmen machen und dann fahren wir zurück in unsere Villa. Wir haben 100.000 Rupia gezahlt für den Eintritt für 2 Personen. Der Fahrer kam kostenlos rein, weil er halt der Fahrer ist und irgendwie Einwohner ist. Das ist das. Und man darf hier keine Drohne fliegen. Deswegen haben wir so einen Riesenstab mitgenommen und 360 Grad Kamera mitgehabt. Also wenn ihr das Ganze in 360 Grad sehen wollt, dann schaut euch unbedingt hier dieses Video an. Und wie ihr wisst, sind wir natürlich perfekt von Canon ausgestattet. Wir haben hier gerade den QX20 Drucker, einen mobilen Drucker, und wir haben vorhin ein Foto von unserem Fahrer gemacht und das drucken wir ihm aus, das ist keine Überraschung. Werdet ihr gleich sehen, wie das funktioniert. Mega einfach per App. Wir haben jetzt die Bilder ausgewählt, ein bisschen bearbeitet und können die jetzt hier einfach in der App ausdrucken. So ihr Lieben, wir sind zu einer Reisterrasse gefahren. Der Fahrer hat gesagt, ihr müsst hier unbedingt halten. Wir waren vor 6 Jahren schon mal auf Bali und waren bei so einer Reisterrasse. Es ist mega schön hier, aber es ist halt Touri-like, also wirklich so, das mögen wir eigentlich nicht so. Aber es ist cool zu sehen. Wir haben Tickets gekauft, einmal für Eintritt und für die Drohne. 50.000 Rupia und 100.000 Rupia für die Drohne. Aber es ist mega cool, wie gesagt. So, wir sind nun in Ubud und entdecken jetzt mal die Innenstadt. Wir waren schon vor 6 Jahren im Monkey Forest, deswegen werden wir nicht reingehen. Wir werden einfach Fotos machen von Leuten, von uns, von Ubud. Alles sehr, sehr, sehr touristisch hier angehaucht. Also egal wo, an jeder Ecke wirst du angesprochen, als wolltest du gerade ein Taxi oder Taxi-Driver, wo du gerade mit dem Taxi hergekommen bist. Du kannst ja alles über Grab buchen. Wir werden mal schauen, was wir hier so entdecken. Unser Fahrer wartet auf den Zentralparkplatz und wenn wir fertig sind, dann fahren wir wieder zurück. Anscheinend in so einem Tempel und wir gehen jetzt was essen, denn ich habe Hunger, ich glaube aber auch. Aber das Lustigste ist immer, dass die sagen, dass das Ganze hier alles handgemacht ist. Also alles handmade, alles teuer. Und wenn wir natürlich ankommen, ist es noch teurer. So, wir haben nebenbei von der Frau ein cooles Foto gemacht. Wir versuchen das jetzt mal auszudrucken. Das ist nice, das war süß, cool, oder? Das drucken wir jetzt einmal aus und schenken ihn. So, wir haben jetzt die Kamera mit dem Handy verbunden. Wir können das Bild, was wir gerade gemacht haben, hier auf dem iPhone einfach übertragen. Das ist es, das. Und dann sollte das Handy dann auch schon tatsächlich das Bild haben. Kopieren, er lädt das jetzt runter, perfekt. Und da ist das Bild. Das drucken wir jetzt aus und schenken ihr das. Und das Foto ist auch schon fertig. Noch einmal, Schutz drauf, Handy sagt, es ist fertig und das schenken wir jetzt. So genau das habe ich jetzt mit der Kamera fotografiert und wir geben ihr das. Ne? Hi, that's for you. Oh, ja. Thank you. Have a nice day, that's for you. Also die Frau hat sich ja wohl mega gefreut. Ich glaube aber, sie hat das nicht so ganz verstanden, was wir gemacht haben und wie wir es gemacht haben. Aber das ist ein mega Foto. Ihr Lachen, sie ist eine wunderschöne Frau. Deswegen, ich glaube, sie hat sich sehr gefreut und sie wird es später checken, was wir für sie gemacht haben. Na, welche Tasche ist besser, links oder rechts? Was denkst du denn, welche? Die. Die.
ganzen Laden. Voller. Ich finde die hier ganz cool. Warum sind wir jetzt hier? Hat so gute Bewertungen, es ist indonesisch und es ist Feuer überall. Immer dahin gehen, wo es voll ist. So, in der Wartezeit suchen wir uns schon mal was aus. Oha, das sieht echt lecker aus. Das alles bekommst du für 62? Für 260 irgendwas für 2 Personen. Aber Ente, das magst du nicht. Ne, Ente mag ich nicht. Da haben wir einen Platz bekommen, nämlich hier. Gucken wir mal doch auf die Karte. Die haben sogar Merchandise. Und ihren eigenen, was haben die hier? Sambai. So, wir haben unser Essen relativ zügig bekommen und das sieht richtig lecker aus. Schaut euch das mal bitte an. So wie auf dem Foto. Das ist eine Beilage, die wir dazu bestellt haben. Die sagte, das müsst ihr probieren. Mein Essen ist auch da. Schaut mal hier, Nasi Goreng. Das sieht doch mal richtig fancy aus. Guten Appetit. Ja, es war sehr, sehr lecker. Also kann man nur empfehlen, kommt bitte her. Es war frisch, es war sehr viel und die kochen dann mit ganz viel Feuer. Wir bezahlen, wir rufen unseren Driver und dann fahren wir Villa wechseln. So, wir haben gerade bezahlt und haben ein kleines Geschenk bekommen hier vom Restaurant. Das sind solche Bänder. Gucken, was hier so drauf steht. Und gezahlt haben wir für das Ganze hier 238.000. Das sind knapp 13 Euro. Für das alles plus Bier, Kokosnuss, allem drum und dran. Wir sind jetzt in unserem Taxi bzw. bei unserem Drive fahren jetzt zurück nach Canggu. Es war, wie gesagt, es ist auf den Bildern eine coole Villa, aber wie gesagt, es ist halt überall irgendwie dreckig und die kriegen das halt nicht sauber. Wir haben es mehrmals gesagt, wie schon im letzten Video gesagt. Und man fühlt sich einfach unwohl. Und vor allem, wenn die neue Wetterschau machen und da Blutflecken drauf sind, ey, dann ist das nicht so cool. So, wir warten jetzt nun da mit dem Gepäck und der Fahrer soll hoffentlich jetzt gleich da um die Ecke kommen. Wir haben ihn über Grab bestellt. 2 Minuten zeigt mir das an. Und dann fahren wir zur neuen Villa. Wir freuen uns schon drauf, weil, ja, wie gesagt, wir wollten unbedingt hier raus. Hygiene ist ein wichtiger Punkt und das war leider hier in der Villa nicht gegeben. So ihr Lieben, wir sind jetzt an der neuen Villa angekommen. Wir haben unser Gepäck da schon drin. Ich gehe mal rein. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist der Pool mit der Aussicht. So sieht das Ganze dann aus. Oh, weitaus besser. Cool. Schaut euch das mal an. Und die Aussicht hier, mega. Das ist doch cool. So, jetzt schaut euch mal bitte dieses Bad hier an. Das sieht cool aus. Und oben haben wir auch noch was. Okay, das Einzige, was hier an Location echt nicht geil ist, das ist aber wirklich das Einzige, das sind die Beine. Das Einzige, was ich befürchte, wenn es regnet, dass das hier halt reinkommt. Ja, dann gucken wir Das mal. ist kein Dach. Aber hier regnet es sehr selten, wa? Ah doch, nee, es regnet nicht. Guck, da hoch. So, und das ist eigentlich voll lovely. Und deshalb, wir könnten die doch mit runternehmen. Ist ganz nice, vor allem sieht man von hier oben den Sunset. Nein, das ist schon ganz nice. Tausendmal besser als eben. Die haben uns hier Kokos mit La Risa Villa haben die uns hier reingetan. Tschüss. So, wir sind angekommen und wir genießen jetzt den Sonnenuntergang. Hier. Wow. An der Stelle mit dem wunderschönen Sonnenuntergang in der neuen Villa beenden wir den Vlog. Vielen Dank fürs Einschalten. Einschalten und bis zum nächsten Mal.